Heute möchte ich dir zeigen, wie du diese realistischen Lippen ganz einfach nachzeichnen kannst. Im ersten Schritt zeige ich dir nun, was du zum Zeichnen benötigst. Ich werde einen HB-Bleistift verwenden und einen 12B-Bleistift. Ansonsten benutze ich noch einen Radiergummistift, einen Pinsel und ein Taschentuch zum Verwischen. Wenn du jetzt gerade nur einen Bleistift und einen Radiergummi zur Hand hast, tut das auf jeden Fall auch. Du fängst also einfach mal damit an, eine möglichst gerade Linie zu zeichnen. Du musst die jetzt gar nicht perfekt in einem Zug durchziehen, du kannst ohne Probleme mehrmals absetzen und die so leicht gestrichelt nachziehen. Es ist nur zur Orientierung. Dann setzt du ungefähr in die Mitte eine Markierung, das kann ein Punkt oder ein Strich sein. Und wenn du willst, kannst du das Ganze nochmal mit deinem Bleistift nachmessen. Einfach um ungefähr zu vergleichen, ist links und rechts gleich. Und wenn du rechts noch was siehst, zum Beispiel wie hier, machst du die Linie einfach nochmal ein kleines Stückchen länger. Okay, als nächstes kommt jetzt hier oben diese Kurve oder die Schüssel, wie auch immer du es nennen magst, und auf der Linie gleich nochmal so eine. Der obere Strich ist für das Ende der Oberlippe und der zweite Strich in der Mitte ist die Mundöffnung. Ganz unten kommt jetzt auch nochmal ein Strich, das ist das Ende der Unterlippe. Du kannst jetzt am Anfang erstmal beides gleich groß machen und wenn du willst, kannst du auch mal versuchen, mit solchen Kreisen zu arbeiten. Das schlagen viele vor, um Anfänger zu helfen, die Form besser zu finden. Oft ist es aber so, dass die Kreise fast schwerer zu zeichnen sind als einfach die Lippenform selbst, weil Kreise rund zeichnen, weiß denke ich jeder, ist nicht ganz so einfach. An der Unterlippe kannst du so einen Oval zeichnen, das ungefähr so breit ist wie 2 Kreise und ungefähr so hoch wie ein Kreis. Denk aber bitte auf jeden Fall daran, dass jede Lippe unterschiedlich ist und es hängt ganz davon ab, was für eine Lippe du zeichnen möchtest. Als nächstes kommen wir zu den Mundwinkeln. Die zeichnest du einfach an beiden Enden von deiner Linie ein. Das ist einfach so ein kleiner Bogen nach oben und damit ist es schon getan. Als nächstes kommt die Oberlippe, da kannst du dich jetzt sehr schön an den Kreisen orientieren. Ich bin aber auch sehr sicher, dass du das Ganze nach 1-2 Mal ohne die Kreise kannst und dann viel freier die Form der Lippen verändern kannst. Ansonsten ist noch wichtig, dass du darauf achtest, dass diese Form von der Oberlippe nicht am Ende der Mundwinkel ansetzt, sondern schon weiter vorne. Und dann machst du das gleiche halt nochmal auf der anderen Seite. Hier achte ein bisschen darauf, dass es einigermaßen symmetrisch ist. Es muss auf keinen Fall perfekt sein, aber Symmetrie wird eben immer als Schönheit wahrgenommen und deine Lippe wird einfach deutlich schöner ausschauen, wenn beide Seiten einigermaßen symmetrisch ausschauen. Wenn du die Form optimieren willst und auch wenn du jetzt die untere Lippe noch dazu malst, achte darauf, dass du dich nicht zu arg verrückt machst. Die Form muss nicht komplett perfekt sein, selbst wenn die ein bisschen unsymmetrisch ist, wird das Ganze am Ende noch gut ausschauen und vor allem auch beim Schattieren kannst du hier und da nochmal die Form anpassen, an irgendeiner Stelle ein bisschen weiter raus schattieren, irgendwo ein bisschen was wegradieren und kannst es in der Entwicklung alles noch wunderbar perfektionieren, wenn du möchtest. Das letzte, was jetzt noch beim Vorzeichnen fehlt, ist die Mundöffnung. Die ist meistens in der Mitte so eine leichte Schüssel und geht dann nach außen ein bisschen nach oben und wieder nach unten. Hier aber auch ganz wichtig, das ist jetzt eine Form. Jede Lippe hat eine unterschiedliche Form und vor allem auch kann man ja mit den Lippen tausende verschiedene Ausdrücke machen. Deshalb, wenn du einen bestimmten Ausdruck suchst, fang am besten immer damit an, das Ganze mal mit einer Referenz zu machen, mal es 2-3 Mal und dann wirst du es auch aus dem Kopf können und auch selber anpassen können nach deinen eigenen Wünschen. Bevor es mit dem Schattieren losgeht, radiere ich jetzt noch schnell die Hilfslinien weg, die ich reingezeichnet habe und dann können wir langsam die Form rausarbeiten. Als nächstes fängst du das Schattieren an.
Und zwar in den dunklen Bereichen. Woher weißt du jetzt aber, wo die dunklen Bereiche sind? Einmal kann es jetzt natürlich sein, dass du ein Referenzbild hast, so wie hier auf der rechten Seite zum Beispiel, und du suchst dir, so wie ich es hier gerade markiere, die dunklen Bereiche in deinem Bild raus und schattierst hier in diesen Bereichen eben besonders stark. Wenn du hingegen aus deinem Kopf dein eigenes Design zeichnen willst, musst du das Licht verstehen. Hier ein kleines Beispiel. Das Licht ist oben gesetzt, deshalb wird die Oberlippe stark beleuchtet, hier in diesem Bereich. Genauso bekommt die Unterlippe das Licht wunderbar ab. Die untere Oberlippe hingegen ist im Schatten und bekommt deshalb kein Licht. Genau das ist dieser blaue Bereich, den wir gerade in unserer Zeichnung stark schattieren. Wenn du das einmal verstanden hast, wie die Form der Lippe ist, kannst du natürlich das Licht immer woanders positionieren und kannst dir, wie an diesem Bild gerade, selbst herbeileiten, wo Schatten entstehen und wo keine. Es ist also eigentlich alles logisch verständlich. Bevor ich mit dem Verwischen zum ersten Mal anfange, ziehe ich jetzt nochmal die Mundöffnung nach, einfach damit ich die dann beim Verwischen nicht vielleicht verliere und die ein bisschen krumm wird. Und dann kannst du also dieses Taschentuch nehmen und einfach mal drüber wischen. Du kannst es auch so falten, wie ich es hier gerade mache, damit du so eine kleine Spitze bekommst und dann halt einfach drüber gehen, von hell nach dunkel. Du kannst aber auch mal ein bisschen seitlich gehen, wenn du merkst, du hast beim Schraffieren noch ein paar Linien drin. Das ist also auch alles gar kein Problem. Wenn du das gemacht hast, fängst du wieder an, in den dunklen Bereichen zu schattieren, und zwar diesmal noch etwas dunkler. Falls du dich jetzt fragst, worauf du beim Schraffieren eigentlich achten musst, dann schau mal auf diese kleine Detailaufnahme. Hier siehst du die absolute Grundtechnik, und zwar Schraffieren mit Strichen in eine Richtung. Das solltest du auf jeden Fall mal üben, dass du viele Striche nebeneinander setzen kannst, die möglichst weich starten und wieder auslaufen. Ab und zu weicht man natürlich auch mal von diesem Schema ab und malt solche kleine Kringelchen oder malt gekreuzte Linien, da gibt es alles Mögliche. Du machst also so einfach mal weiter und gehst immer dunkler, bis du zu diesem Ergebnis ungefähr kommst. Das heißt, dunkler gehen, verwischen und dunkler gehen. Nun kannst du mit der Unterlippe anfangen. Bei der Unterlippe ist es so, dass hier deutlich mehr Licht drauf fällt. Ich markiere dir das hier mal rechts am fertigen Bild. In diesem Bereich trifft es Licht auf. Und das kannst du hier jetzt auch mal wunderbar auf deiner eigenen Zeichnung grob markieren, dass du ungefähr weißt, wo du jetzt nicht so stark reinschraffierst, beziehungsweise am besten gar nicht oder nur mit ganz gezielten Strichen. Hier möchte ich dir auch noch kurz einen Tipp geben, und zwar, wenn du von so einem sehr dunklen Bereich sehr schnell in einen sehr hellen Bereich reinschraffieren willst, achte darauf, dass deine Linien wirklich auslaufen in die Richtung, wo das Licht ist. Bei der Lippe in diesem Bereich ist es wirklich dein Ziel, dass du versuchst, in diese Linie von der Mundöffnung verschwinden zu lassen. Wirklich durch so viele kleine Linien, dass man die nicht mehr als Linie wahrnimmt und dass das Ganze wie eine Rundung in den hellen Bereich reinläuft. Anschließend nimmst du dann wieder deinen Pinsel und verwischst das Ganze schön, kannst es ein bisschen weich zeichnen und gehst dann wieder in die dunklen Bereiche. Du kennst das Spiel schon, genauso wie davor, dunkler werden und verwischen. Irgendwann kommst du dann hier an und dann ist es Zeit für deinen Radiergummi oder Radiergummistift. Den kannst du hier so wunderbar schräg abschneiden, passt dabei auf, dass du dich nicht schneidest, und dann kannst du mit den Highlights starten. Du siehst hier jetzt wunderbar, wie du nach und nach einzelne Falten mit diesem scharfen Radiergummi reinzeichnen kannst.
Teilweise passiert es dir da vielleicht, dass einige der Linien zu hell werden. Dann kannst du da einfach nochmal mit dem Pinsel oder mit irgendeinem Wischwerkzeug wie dem Taschentuch drüber gehen und so nach und nach verschiedene Helligkeiten erzeugen. Was du auch wunderbar machen kannst mit diesem Radiergummi ist, dass du die Kanten hier ein bisschen aufweichst, weil die sind vielleicht noch zu stark und es wirkt einfach realistischer, wenn die weich auslaufen. Jetzt am Ende geht es um die Details. Da muss jeder für sich selbst entscheiden, wie weit will man gehen. Ich springe hier also noch ein bisschen vor und zurück mit den verschiedenen Stiften und Radiergummis. Zeichne hier unten noch einen kleinen Schatten unter die Lippe, damit sie noch ein bisschen mehr rausspringt vom Papier. Verwische das Ganze noch mit dem Pinsel und dann bin ich eigentlich fertig. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich freuen, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst, einen Kommentar schreibst und meinen Kanal abonnierst. Ansonsten bis zum nächsten Mal, ich freue mich drauf. Ciao.